Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. 5 Gründe, warum du unbedingt Blockflöte spielen solltest, die nenne ich dir heute. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugekommen seid. Heute möchte ich euch mal 5 Gründe nennen, warum es sich lohnt, Blockflöte zu spielen. Und zwar für euch alle, also für diejenigen, die schon Blockflöte spielen. Die können sich vielleicht noch mal klar machen, warum tue ich das eigentlich? Was ist eigentlich das Schöne an der Blockflöte, am Instrument und am Spiel der Blockflöte? Aber auch für diejenigen unter euch, die noch nicht Blockflöte spielen oder die früher mal gespielt und jetzt noch nicht wieder angefangen haben. Da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt reden über persönliche Weiterentwicklung, wenn ihr ein Instrument spielt. Das ist natürlich der Fall. Es ist natürlich ein super Gehirntraining, ein Instrument zu spielen, unter anderem die Blockflöte, weil ihr natürlich fast mehr gefordert werdet als bei einem Sudoku mit all diesen Abläufen, mit Notenlesen, Griffe lernen und Atemtechnik und was auch immer. Es macht natürlich sehr viel Spaß und ihr könnt stolz auf euch sein und so weiter. Aber heute möchte ich euch mal 5 Gründe nennen, die spezifisch für die Blockflöte sprechen. Denn was ich vorher genannt habe, das könnte ja auch auf jedes Instrument zutreffen. Und warum ist gerade die Blockflöte so ein tolles Instrument? Ich habe ja mal ein Interview gegeben, 20 Fragen über die Blockflöte beim Stretta Music Shop. Das kann ich euch nochmal verlinken, könnt ihr euch mal durchlesen. Das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, dieses Video heute für euch zu machen. Und das hat mich damals auch denken lassen, ja, warum spiele ich eigentlich Blockflöte, wenn ich das jemandem erklären sollte? Was würde ich denn dann sagen? Und was sind denn jetzt wirklich die Gründe, die speziell für die Blockflöte sprechen? Und ein paar von diesen Dingen möchte ich euch heute nennen. Und erster von 5 Gründen ist für mich einfach der warme, weiche Klang der Blockflöte. Also die Blockflöte, wenn sie gut gebaut ist, wenn man ein gutes Instrument hat und wenn man mit richtiger Atemstütze spielt oder jedenfalls daran trainiert und wenn man versucht sauber gestimmt zu spielen, was absolut geht, dann klingt die Blockflöte so schön und so besonders. Sie hat eben diese Wärme und dieses Weiche, aber sie kann trotzdem durchdringen. Das fügt so sehr das gewisse Etwas hinzu, zusammen mit den anderen Instrumenten. Erwärmt sich mir das Herz, wenn ich da die Blockflöte raushöre. Das ist einfach diese Klangfarbe der Blockflöte, die sowas Besonderes und sehr Persönliches hinzufügt. Grund Nummer 2, warum es sich so sehr lohnt, Blockflöte zu spielen, ist der direkte Kontakt zum Instrument. Also erstmal natürlich durch meinen Atem. Ich blase in die Blockflöte rein. Ich habe hier keinen schwierigen Ansatz zu absolvieren, wie bei einer Klarinette oder einer Oboe zum Beispiel oder bei der Querflöte, sondern hier kann jeder reinblasen. Das ist nicht schwer. Der Klang wird eigentlich am Labium hier erzeugt, indem die Luft da auf diese Kante trifft und ein Teil geht durch die Flöte und ein Teil raus. Es ist also ganz leicht. Jemand kann da hineinblasen. Trotzdem kommt es natürlich darauf an, wie ich da hineinblase. Erstmal, ob ich eine gute Atemstütze habe und auch, was ich mit meiner Zunge und mit meinem Mund mache, mit meinem Mundraum. Da kann man also sehr den Blockflötenton beeinflussen. Aber man hört auch, wenn Blockflöte gespielt wird, wie der Atem des Spielers fließt. Brücken, der Neffe von Franz Brücken, der hat mal gesagt, dass Franz Brücken gesagt hätte, dass aus dem Klang einer Blockflöte die Seele seines Spielers spricht. Und das finde ich so schön, genauso ist es. Und wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, wo ihr merkt, euer Atem, der sitzt gar nicht gut, der kommt von hier oben und es zittert und es ist gar nicht gut, dann könnt ihr auch umgekehrt probieren, durch den schönen warmen Klang der Blockflöte und durch den direkten Kontakt zum Instrument
nochmal einen ruhigeren Atem zu bekommen, indem ihr versucht, schön klingende Töne zu formen und zu blasen. Und das kann auch den Atem beruhigen. Und umgekehrt klingt euer Blockflötenton dann natürlich schöner. Grund Nummer 3. Direkter Kontakt ist natürlich auch da, indem ich die Finger auf die Löcher machen kann, ohne dass ich Klappen schließen muss. Es gibt natürlich Blockflöten mit Klappen. Ihr seht hier zum Beispiel eine Bassblockflöte. Die hat die Löcher natürlich so weit auseinander, dass ich da nicht mit den Fingern dran käme. Und dafür gibt es dann Klappen. Und da gibt es auch ein Anblasrohr, weil man da oben mit dem Mund ja nicht drankommt, sonst müsste man ja eine Überlänge haben. Aber die Klappen bei den Blockflöten sind eher die Ausnahme und in der Regel habt ihr ja die Finger auf den Löchern, also ihr habt den direkten Kontakt zum Holz. Und dieses ganze Instrument überhaupt aus einem schönen Holz, das ist jetzt hier ein Buchsbaumholz und die ist von einem Blockflötenbauer gebaut, von Ralf Ehlert. Und das fühlt sich einfach so schön an. Es gibt natürlich auch Blockflöten aus Kunststoff und es gibt auch ganz gute Blockflöten zum Teil aus Kunststoff. Also ich meine jetzt nicht die für 14,95, sondern ein bisschen hochwertiger, aber auch wenn die gut spielen und eigentlich vergleichbar klingen mit mancher Holzblockflöte, ist einfach dieses Gefühl so anders. Und das finde ich so schön, den direkten Kontakt zur Blockflöte, zum Holz. Und ihr könnt auch mal ausprobieren, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass eure Finger nicht so locker sind, wenn die so ein bisschen drauf gedrückt sind oder ihr das Gefühl habt, da ist was verkrampft, könnt ihr mal beim Spielen darauf achten, ob ihr unter euren Fingerkuppen den Atemfließen spüren könnt. Also die Vibration quasi, wenn der Atem durch die Blockflöte fließt und wenn ihr da einen Finger auf dem Loch habt, und dann kann man das wirklich fast spüren, wie der Atem durch die Flöte geht. Und das könnt ihr auch nutzen, indem ihr bewusst nicht fest draufdrückt, denn dann spürt man das nicht. Wenn man die Finger draufdrückt, dann kann man das nicht spüren. Man muss ganz locker sein und dann kann man den Atem dadurch regelrecht fühlen. Grund Nummer 4, warum es sich sehr lohnt, Blockflöte zu spielen: Ihr seid damit nicht alleine. Das heißt, die Blockflöte ist zwar sowohl ein solistisches Instrument, ihr könnt damit zu Hause ganz alleine spielen oder mit einer aufgenommenen Begleitung dazu. Ihr könnt euch aber auch zusammentun mit anderen Leuten, denn zuallererst mal ist die Blockflöte unter anderem ein Ensemble-Instrument. Das heißt, sie wird sehr gerne gespielt in Kombination von Sopranblockflöte, Altblockflöte, Tenorblockflöte, Bassblockflöte. Das nennt man dann ein Blockflötenquartett und dafür braucht man natürlich 4 Spieler oder 8, wenn alle Flöten doppelt besetzt sind oder noch mehr. Es gibt ja Blockflötenensembles mit 80 Leuten oder mehr. Ihr könnt aber auch zu zweit zusammenspielen mit jemandem, Duette oder zu dritt Trios. Ihr könnt aber auch zusammenspielen mit einem Tasteninstrument, also mit dem Cembalo und der Blockflöte oder einem Klavier, einer Orgel. Und ihr könnt mit anderen Melodieinstrumenten zusammenspielen. Geige, Oboe, Querflöte und so weiter. Und für all diese Kombinationen gibt es Stücke für die Blockflöte. Das heißt, ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, euch zusammenzutun mit anderen Instrumenten oder mit noch mehr Blockflöten und müsst also nicht unbedingt nur alleine zu Hause in eurem Kämmerchen spielen, wogegen ja auch nichts zu sagen ist. Auf jeden Fall hat man sehr viele Zusammenspielmöglichkeiten, wenn man das möchte. Grund Nummer 5, um Blockflöte zu spielen, ist, dass es fast für kein anderes Instrument so viele Noten gibt, so viel Repertoire. Denn die Blockflöte, wie gesagt, ist sehr alt. Ihr könnt mittelalterliche Musik spielen, ihr könnt Musik spielen aus der Renaissance, aus der gesamten Barockzeit. Da gibt es die Einteilung in Frühbarock und Hochbarock. Da gibt es Tausende von Stücken. Viele sind original für die Blockflöte komponiert. Manche waren damals angeboten für Geige oder Querflöte oder Oboe oder Blockflöte. So hat das zum Beispiel Telemann geschrieben oder Händel. Und da könnt ihr also wahnsinnig viele Stücke euch aussuchen. Aber vor allem in der Moderne gibt es wirklich so viel für Blockflöte, und zwar ungefähr seit Beginn des 20. Jahrhunderts, aber vor allem seit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde und wird
wahnsinnig viel für die Blockflöte komponiert. Und wenn ihr da experimentierfreudig seid, könnt ihr die ganz modernen zeitgenössischen Stücke spielen, die dann auch ganz ungewöhnliche Spieltechniken haben, die vielleicht manche von euch noch nicht kennen, so wie Flatterzunge, Glissando, Fingervibrato, Sputato und so weiter. Es gibt aber auch sogenannte gemäßigt moderne Stücke, die dann die normale Spieltechnik verwenden, aber eben ja, flott und modern klingen. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Bearbeitungen für die Blockflöte. Das heißt, Stücke, die gar nicht für die Blockflöte gedacht waren, die aber jemand herausgegeben hat, sodass sie geeignet sind für die Blockflöte. Also für das Blockflötenensemble zum Beispiel Entertainer von Scott Joplin oder die Flötenuhrstücke von Haydn, jazzige Sachen, Weihnachtslieder. Das ist also endlos und das gibt es von einfachem Niveau bis zu sehr fortgeschrittenem Niveau und die Blockflöte kann da absolut mithalten mit allen anderen Instrumenten. Also ein unerschöpflich großes Repertoire an Noten, das ihr euch aussuchen könnt. Ich glaube, mir sind jetzt noch ein paar Gründe eingefallen, aber ich habe ja gesagt, ich nenne euch heute nur 5. Übrigens, falls ihr genauso Blockflöten begeistert seid wie ich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch das Glöckchen anklickt, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Und damit unterstützt ihr meine Arbeit. Das ist für euch kostenlos und ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ja, ich bin mal gespannt, ob euch noch gute Gründe einfallen, um speziell Blockflöte zu spielen und nicht ein anderes Instrument. Dann schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare unter dem Video. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid hier auf Viras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!